Ein perfekt sitzendes T-Shirt beginnt immer beim Schnitt und genau den schauen wir uns heute gemeinsam an. Ich erkläre dir die 3 wichtigsten Schnittteile und vor allem, welche Linie sich wo an deinem Körper befindet. Du verstehst am Ende, wie ein T-Shirt-Schnitt aufgebaut ist, welche Linien zusammengehören und wo sie sich an deinem Körper befinden. Mein Name ist Katja Winnichner, ich bin Schnittdirektrice und hier geht es um Schnitttechnik und Passform. Lass uns loslegen. Ein T-Shirt besteht im Grunde aus nur 3 Teilen: dem Vorderteil, dem Rückteil und dem Ärmel. Mehr brauchst du für ein einfaches T-Shirt nicht. Und wenn du diese 3 Teile verstehst, hast du schon die halbe Miete. Jedes Schnittteil hat gerade Linien, die geraden Stellen am Körper entsprechen. Zum Beispiel die Schulternaht. Und es gibt gerundete Linien, die runden Stellen am Körper entsprechen. Zum Beispiel der Halsausschnitt. Fangen wir mit dem Vorderteil an. Das Vorderteil erkennst du daran, dass der Halsausschnitt tiefer ist als beim Rückteil. Diese Linie hier oben ist der Halsausschnitt. Sie liegt später vorn am Hals. Die schräge Linie hier ist die Schulter. Sie verbindet das Vorderteil mit dem Rückteil. Und diese große Rundung hier ist das Armloch. Hier wird später der Ärmel eingesetzt. Die Seitenlinie verläuft hier entlang. Sie liegt seitlich an deinem Körper. Und ganz unten hast du den Saum, also den Abschluss vom T-Shirt. Das Vorderteil ist besonders wichtig für die Passform im Brustbereich bei den Damen und im Bauchbereich bei den Herren. Das Rückteil ist etwas einfacher aufgebaut. Der Halsausschnitt ist hier deutlich höher als beim Vorderteil, weil er im Nacken sitzt. Die Schulterlinie verbindet sich wieder mit dem Vorderteil. Das Armloch ist ähnlich wie vorn, aber meistens etwas flacher geformt. Und die Seitenlinie und der Saum sind gleich wie beim Vorderteil. Wichtig ist, das Rückteil gibt dir die Bewegungsfreiheit im Rücken. Jetzt zum Ärmel. Der Ärmel hat diese geschwungene obere Linie. Das ist die sogenannte Armkugel. Diese Linie wird genau in das Armloch eingenäht. Die Mitte vom Ärmel liegt hier oben, sie sitzt später an deiner Schulter. Diese beiden Seiten gehen nach vorn und nach hinten. Dieser Teil des Ärmels wird in das Vorderteil eingenäht und dieser Teil des Ärmels kommt ins Rückteil. Deshalb ist der Ärmel oder die Armkugel auch nicht symmetrisch. Und hier unten ist der Ärmelsaum, also da, wo dein Arm rauskommt. Wenn du dir unsicher bist, wo was hingehört, hilft dir ein einfacher Trick. Stell dir immer deinen Körper vor. Der Halsausschnitt vorn und hinten, die Schulternähte, das Armloch, wo die Ärmel drankommen, die Seitenlinien, die seitlich an deinem Körper sind, der Saum als Abschluss unten und dann ergibt alles plötzlich Sinn. Also nochmal ganz kurz. Das Vorderteil mit einem tieferen Ausschnitt, das Rückteil mit einem höheren Ausschnitt und der Ärmel, der Vorder- und Rückteil miteinander verbindet. Und jede Rundung oder Linie am Schnitt entspricht einer Rundung oder Linie an deinem Körper. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. In einem anderen Video zeige ich dir, wie du deinen Oberkörper vermessen kannst, um daraus deinen eigenen persönlichen T-Shirt-Schnitt herzustellen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal. Bis dahin, ciao!